Wir sind die Marke, die am allermeisten im Weltraum vertreten ist, sage ich mal, in den letzten 25 Jahren. Also jeder kann ein Stück Astronaut am Handgelenk tragen. Da sind wir. Juhu, hallo Daniel. Schon wieder. Heute in Grau. Wieso hast du grau angezogen heute? Weil wir eine graue Uhr Ah, echt? zeigen. Nein, Quatsch, das ist reiner Das ist für dich Zufall. grau. Ist mal so, wie es gerade kommt. Ich finde ja die Farbe mega geil. Dieses Titan kommt schon geil rüber. Kommen wir aber später noch drauf. Genau. Reden wir nachher drüber. Ja. So, wie ist das Stresslevel? Jetzt gerade im Moment hoch. Ja, von 1 bis 10. Da sind wir schon bei 8. Echt? Aber macht ja jetzt auch viel Sport. Ja, Sport, logischerweise. Ja, vor allem heute ist ja scheiße viel los. Heute Wie ist das Spaßlevel noch? Das Spaßlevel ist immer noch ganz oben. Ja. Absolut. 9, 10. Ja, da sind wir schon bei 10, immer noch. Ja. Und das Leidenschaftslevel? Du Absolut. bist drüber. Immer noch. Ja. Kein Problem. Aber jetzt sind wir beim anderen Thema. Genau. Da ist er. Warum? Jupp, warum? Warum die Amalie 20? Ja. Naja, in erster Linie wollen wir auf den Mars. Das ist ja klar. Ja. So, das wird noch relativ lang dauern und man braucht viel, viel Forschungsarbeit. So, und für die Forschung sind die verschiedenen Institutionen zuständig. Ja? Dann haben wir NASA, ESA etc., aber auch das österreichische Weltraumforum, wir haben das israelische Weltraumagentur. Wir haben eigentlich in jedem Land eine Weltraumagentur, die sich mit dem Thema Mars auseinandersetzt und verschiedene Forschungsarbeit betreibt. Und in Österreich sind sie zuständig für den Weltraumanzug, für den Marsanzug, den die Astronauten später mal tragen sollen. Und da ist natürlich die Uhr ein essentielles Teil davon, ein essentieller Teil. Und es ist logisch, dass wir dann hier mit in der Entwicklungsarbeit mit dabei sind. Und die nächsten 10, 20 Jahre wird sich damit beschäftigt werden, wie sieht der Raumanzug aus und wie sieht das Teil Uhr aus an dem Raumanzug. Und deswegen werden wir bei jeder Mission teilhaben und jedes Jahr wieder ein Stückchen weiterentwickeln. Und diese Uhr ist jetzt speziell für die nächste Testmission zugeschnitten. Deswegen diese Uhr. Aber was hat Fortis eigentlich mit Space zu tun? Ich meine, viele wissen es, so ungefähr. Ja, Fortis und Space, das hat Haben es schon... mal gehört? Ja, genau. Also nebst dem Flieger würde ich mal sagen, ist Space schon nochmal ein größeres Thema. Aber was ist so die Grundidentität Space und Fortis? Ja, ich meine, Weltraum ist ein essentieller Teil von Fortis. Wir sind die Marke, die am allermeisten im Weltraum vertreten ist, sage ich mal, in den letzten 25 Jahren. Die Uhr wurde, weiß ich nicht, x-tausend Mal schon im Weltraum getragen. Die hat am meisten Orbits hinter sich, also der Official Cosmonaut, wovon ja die Amadee eine Special Edition ist. Und von dem Sinn haben wir wahrscheinlich am meisten Weltraumhistorie von allen Uhrenmarken. Und das ist unsere Teil der DNA, wenn man den Begriff DNA mag. Ich mag ihn nicht, aber Ja, das ist schon ist besser verständlich für die Leute. Ist ein Teil der Kosmonautenfamilie. Ja, Ja? Ist ja eigentlich die Space-Uhr. ja. So aktuell ja, Ja. weil ISS, ja, das kennt man alles, aber Mars ist das große neue Thema. Das heißt, das ist die Weltraumuhr der Zukunft. Es wäre schon, also stell dir vor, die Uhr würde wirklich auf dem Mars landen. Was denkst du, würde die das aushalten? Ja, warum soll es nicht aushalten? Ich weiß nicht. Ist es nicht sehr heiß? Das sind alles Themen, die noch mal herausgefunden werden müssen. Ich meine, so viel, glaube ich, weiß man noch nicht über den Mars. Man weiß sehr viel, man weiß eine logische Temperaturschwankung, musst du testen. Aber das gilt es alles in diesen Missionen jetzt rauszufinden, die stattfinden. Also die Amalie 20 ist jetzt die 13. Mission, die in dem Bereich schon stattfindet. Und es wird noch viele, viele weitere geben. Und dann wissen wir es. So. Wurde jetzt leider auch abgesagt, gell? Ja, Letzten leider. Jahres. Verschoben, nicht Verschoben, abgesagt. ja. Sie ist um ein Jahr verschoben Ist aber worden, immer ja. noch Amadee 20. Es ist immer noch Amalie 20, genau. Also wir haben den Patch auch, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mal von innen, Fangen wir mal von außen nach innen oder Genau. von innen nach außen? Ja gut, fangen wir von außen an. Warum sieht Fangen wir von außen an. Titan. Ja,
Ich meine, erst einmal, warum sieht sie erstmal von außen vom Design so aus, wie sie aussieht, ist erstmal, es ist der Official Cosmonaut. 25 Jahre Weltraumerfahrung ist natürlich die beste Basis, die du haben kannst, um mit dem Thema Mars zu beginnen. Du musst ja immer auf etwas aufbauen. Ich entwickle etwas nicht komplett neu, wenn es um Thema Mars geht. Wenn ich eine Uhr habe, die seit 25 Jahren Weltraum erprobt ist, dann ist es logisch, dann fängst du damit erstmal an. So. Und da gab es erstmal die Amadee 18, die war 2018 auf der Mission. Und dann muss es natürlich eine Weiterentwicklung geben. Und dann ist es logisch, dass du sagst, okay, du redest ja mit den Leuten, du kommunizierst und reflektierst natürlich, was kann man besser machen. Und ein Thema ist natürlich, dass du sagst, okay, wir müssen es ein bisschen leichter, müssen wir es schon machen. Und dann ist eigentlich absolut logisch, dass es Titan sein muss. Titan ungefähr 40% leichter als Stahl. Absolut. Ja. Fühlt sich auch gut an. Es ist leichter, es hat einen extrem hohen Tragekomfort, weil die Astronauten ja die Uhr nicht nur am Anzug tragen, sondern eben auch, wenn sie wie auch immer das Raumfahrzeug aussehen wird, in ihrer Rakete oder sonst irgendwo. Groß. Oder jetzt speziell in der Mission tragen sie es natürlich auch in ihrem Zeltgebäude, wie auch immer, wo sie gerade ihre Mission durchführen. Und da haben sie natürlich auch einfach nur ihre normalen Freizeitklamotten an. Das heißt, sie tragen die Uhr ganz normal am Arm. Und da muss sie auch funktionieren. Das Titan natürlich super. Aber tragen Sie das Titanband dann? Oder gibt es da irgendwas? Wir haben jetzt 2 verschiedene Bänder gemacht. Das ist jetzt Frage, was jeder persönlich präferiert. Wir haben auf der einen Seite das Titanband, weil ich persönlich es auch am besten finde. Weil geil? Weil geil. Einfach Tragekomfort. Ich mag Metallbänder viel lieber als Leder oder Textil. Absolut. Oder irgendwas anderes. Dann haben wir noch ein Textilband. Das ist vom Nick Mankey. Das ist ein Designer, der großer Fan von uns ist, mit dem er die Zusammenarbeit immer mehr verstärken in Zukunft. Und wir haben jetzt ihn darum gebeten, er möge bitte eine Spezialedition von seinen Textilbändern machen für die Amadee und die auf der einen Seite außerhalb des Anzugs getragen werden kann, weil wir haben ja früher mit den Klettbändern gearbeitet für die Raumanzüge. Und jetzt haben die vom Astronauten, diese Analog-Astronauten gesagt, es ist ein bisschen umständlich, die Uhr anzulegen, wenn du schon den Handschuh anhast, auch mit dem Klettband. Ihnen wäre es lieber, Sie haben dann eben zufälligerweise gerade das Nick Mankey-Band gesehen und gesagt, wow, können wir bitte genau das haben? Und das kannst du eigentlich dann drüber klemmen und das bleibt dann da auch. Und es ist dehnbar, das heißt, du kannst auch durchschlupfen und es bleibt am Arm. Ja. Und jetzt werden wir das mal testen, ob dieses Band so funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das besser wird, weil es ist so wie so ein Strumpf, der Hookstrap, den ziehst du ja so drüber. Genau. Und der Astronauten, der Klettverschluss, den musst du halt nochmal einfädeln. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen umständlich und dann bleibt hier immer irgendwas, so ein Teil, was lang ist und dann ist das überständig und das ist dann ein bisschen unangenehm. Aber wir machen das Nick Mankey Band in 2 verschiedenen Längen, das heißt einmal für einen Astronautenanzug und einmal für die Leute privat. So, jetzt kann jeder entscheiden, was er in seiner Freizeit selber trägt, lieber das Textil oder lieber Metall. Also jeder kann ein Stück Astronaut am Handgelenk tragen. Aber das, was wir für die Privaten machen, ist eigentlich nur das verkürzte Astronautenband. So. Ja. Ich finde ja den Hookstrap super von Nick Mankey. Vor allem auch, ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber scheint ein super Typ zu sein, aus den USA, glaube ich auch. Ich habe bis jetzt auch nur per E-Mail mit ihm Kontakt gehabt. Aber waren gute E-Mails? Ja, waren sehr gute E-Mails. Nein, ist auch ein leidenschaftlicher Typ. Ja. Der macht das aus richtigen... Ich finde es ja cool, dass er hat ja vorher schon Fortis Uhren, also den Official Cosmonaut, den alten, den Originalen, hat er ja benutzt und dann seinen Hookstrap dran gemacht, und sein Produkt dann so beworben. Wir sind eigentlich so auf ihn gekommen. Eigentlich sind wir so auf ihn gekommen, weil wir zufälligerweise eine Fortis-Uhr auf seiner Homepage entdeckt haben, wo er seine Bänder, macht er immer mit Beispieluhren und eine davon war eine Fortis. Und ich sagte, okay, lass uns den mal anklingeln. Und dann hat er uns ein paar Prototypen geschickt von seinen Bändern. Und ich habe die getragen und beim Sport ist das sensationell. Ja, super. Das ist super. Ja. Ich habe die auch beim Skifahren über einen Skihandschuh getragen, weil mich das immer so nervt, wenn ich beim Skifahren nicht weiß, wie viel Uhr es ist. Da musst dann mal ewig kramen, bis du den Handschuh und die Jacke weg hast und endlich die Uhrzeit siehst. Und auf der Skipiste hängen halt keine Uhren rum.
Ja. So, und du hast meistens irgendwas ausgemacht, ja, treffen uns um 12 auf der und der Hütte. Und dann weißt du, okay, kann ich nochmal auf die Piste oder muss ich schon mich auf den Weg machen? Und dann finde ich es extrem praktisch, außerhalb vom Handschuh eine Uhr zu tragen, die mich nicht stört, weil dieses Band drückt dich nicht. Das passt sich so perfekt an, dass es vom Tragekomfort einfach super ist. Ja, macht die Uhr noch leichter. Ja. Also Titanuhr mit Hookstrap, das ist ja kein Gewicht mehr. Das ist, spürst du nicht. Das ist der Hammer. Ja. Wobei ich ja beim Titanband, was ich sehr schätze, ist die Slide Clasp. Ja, voll. Also das hat die Fortis sehr gut hingekriegt. Muss ich sagen, gibt's ja leider auch nicht so oft auf dem Markt. Also was ich noch nicht so ganz verstehe, in dem Preissegment, was der Kunde ja heute oder der Uhrenliebhaber vor allem ja eigentlich schon fast braucht. Also ich schätze es immer, wenn ich meine Schließe noch ein bisschen arretrieren kann. Absolut. Also ich glaube, das war das erste Projekt, was wir angegangen sind hier in der Fortis. Wir haben gesagt, wir müssen an unserer Schließe arbeiten, weil eine Uhr in der Preisklasse braucht eine anständige Schließe. Und ich habe das immer geschätzt bei anderen Marken. Und du hast es eigentlich nur, wie du sagst, nur im höheren Preissegment gefunden. Es gibt sie schon lang. Das ist jetzt keine Weltneuheit. Aber es gab sie immer nur in den richtig hochpreisigen Uhren. Und ich habe gesagt, wir müssen eigentlich eine Möglichkeit finden, die für unsere Uhren auch einzusetzen. Weil ich mache das bestimmt 2-3 Mal am Tag, dass ich mein Band verstelle. Weil es ist kalt, warm, irgendwas. Dann machst du Sport und dann hockst du wieder nur irgendwo am Schreibtisch rum. Und dann tust du immer mal schnell 1-2 Millimeter dein Band verstellen. Ja. Ne, das finde ich super. Was sich wahrscheinlich viele fragen, es ist ja das B42-Gehäuse. Es ist das B42-Gehäuse, aber in einer verbesserten Version. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt eine verschraubte Krone, was wir vorher beim Official Cosmonaut nicht hatten. 200 Meter wasserdicht. 200 Meter wasserdicht. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es grundsätzlich ich ein Fan der nicht verschraubten Krone bin, weil ich das natürlich als Uhrenliebhaber immer mehrere Uhren dabei habe, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre. Und dann nervt es mich immer tierisch, wenn ich erst aufschrauben muss zum Aufziehen der Uhr, weil die liegt natürlich schon mal gern ein paar Tage rum, bevor ich sie wieder trage. Das habe ich bei der Fortis immer geschätzt, die nicht verschraubte Krone. Trotzdem 200 Meter wasserdicht, funktioniert auch tadellos. Aber wir haben festgestellt mit den vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass es ihnen, sage ich mal, sie fühlen sich etwas sicherer, wenn sie eine verschraubte Krone noch haben. Dann haben wir gesagt, okay, dann hören wir jetzt mal auf unseren Kunden und werden in der Weiterentwicklung eine verschraubte Krone einbauen. Das heißt, wir haben das alte Dichtungssystem gelassen, die alte Doppeldichtung, und haben zusätzlich eine dritte Dichtung in der Krone, die aufgepresst wird durchs Verschrauben, eingebaut. Dadurch ist es jetzt mal 100%ig dicht. Da kann nichts mehr passieren. Also der Kunde kann jetzt volles Vertrauen raus und mit der Uhr machen, was er will. Ja. Das ist die eine Weiterentwicklung. Und die zweite ist das Anstoßprinzip. Das haben wir bei allen neuen Uhren, die wir jetzt lancieren, eingeführt. Wir haben den Pin oder Federsteg, nehmen wir den anderen Hersteller, haben wir weiterentwickelt, weil die Montage oder der Bandwechsel bei unseren alten Uhren für jemanden, der, sag ich mal, handwerklich nicht so begabt ist, etwas umständlich war. Also du brauchst schon eine gewisse Fingerfertigkeit, um schnell das Band zu wechseln. Und das ist einmal ein Grundprinzip, das bei einer Fortis-Uhr funktionieren soll. Das heißt, der Kunde soll fähig sein, sein Band selber zu wechseln. So. Und ist da in der Box dann auch ein Schraubenzieher dabei? Oder? Da ist ein Schraubenzieher mit dabei, logischerweise. Ohne den geht's nicht. So. Und deswegen haben wir lange rumgetüftelt, weil wir gesagt haben, wir wollen weiterhin bei unserer Barretthülsentechnologie bleiben, weil sie stabiler und robuster ist als ein Federsteg. Federsteg ist nichts anderes als ein Stück Blech, das rechts und links zwei Pins raus hat, die das quasi reinpressen, das Band. Und wenn du da richtig stark dran ziehst, fällt's raus. So. Und deswegen sage ich bin kein Fan davon. Ich fand dieses Verschraubte immer großartig. Aber ich kann verstehen, dass der ein oder andere ein Problem hatte mit dem alten System, das zu wechseln. Wenn du es mal weißt, ist kein Problem. Du musst aber die Tricks kennen, so wie bei jedem Gerät. Dann haben wir gesagt, wie können wir das jetzt einfacher machen? Dann haben wir gesagt, okay, das erste ist mal, dass du einen Pin kreierst, der im Gehäuse verschraubt ist. Also der Pin selber, also am Schraubenkopf ist jetzt das Gewinde angesetzt. Das heißt, du schraubst eigentlich den mal rein und dann ist er schon mal fest.
Da gibt es nichts. Früher musstest du den dann mit dem Finger noch so halten und dann von hier oben die kleine Minischraube ansetzen. Das war ein bisschen kompliziert. Und wenn du natürlich ein kräftiger Mensch bist, dann hast du den Schraubenkopf relativ leicht überdreht. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen größeres Gewinde, brauchen mehr Durchmesser, heißt einfach mehr Robustheit. Und deswegen haben wir das Gewinde auf den Schraubenkopf angesetzt und haben deswegen ein größeres, stärkeres Gewinde und schrauben direkt ins Gehäuse rein. Und für die 100%ige Absicherung haben wir auf der Gegenseite eigentlich eine Kontermutter, die wir draufschrauben. Ist dann vom Design her, hast du das Gefühl, dass es ganz normale Schlitzschrauben sind, aber innen drin ist es eigentlich ein sehr massiver Pin, der ins Gehäuse reingeschraubt ist. Und das ist jetzt eigentlich kinderleicht, das Band zu wechseln. Ja, also eigentlich nochmal eine Verbesserung. Es ist eigentlich nochmal eine weitere Verbesserung. Ja. Ansonsten haben wir natürlich am Uhrengehäuse nichts verändert, aber wir haben natürlich jetzt im Thema Design auf die Mission zugeschnitten Änderungen gemacht zum Official Kosmonaut. Ja. Ja. Und natürlich unser Motto Design und Funktion miteinander verbunden, weil nur die Funktion, oder sind wir einer Meinung, bringt ja nichts. Das machen andere Marken, das machen wir nicht. Wir überlegen uns schon, lass uns das Ding mal auch gut aussehen lassen. Auch im Weltall muss man gut aussehen. Ich meine, man muss immer gut aussehen. SpaceX hat es auch jetzt vorgemacht, oder? Ja. Ich meine, plötzlich tragen diese Astronauten einen geilen Anzug und die ganze Welt schaut wieder im Fernsehen zu. Und überall ist Touchscreen. Ja, genau, richtig so. Also es geht auch in geil. Bei den Russen sind wahrscheinlich immer noch Knöpfe. Wahrscheinlich. Ist ja auch gut. Kipphebel. Ich finde den Kochherd finde ich ja das Mühsamste, wenn es Touchscreen ist. Ja. Weil du dann nicht mehr weißt, wie ausschalten, wie ein und hier und da. Und dann ist Fett drauf, was wieder draufgespritzt ist, dann funktioniert es nicht, ich finde keinen Kontakt mehr, Katastrophe. Ja. Darum sind mechanische Uhren ja auch so wunderbar, weil man wieder zurückkommt zu diesem Schrauben und Drehen und richtig, genau. Drücken und hören und fühlen. Aber das Erste, was ich ja ganz spannend finde, ist, natürlich das Zifferblatt ist natürlich der Wahnsinn, aber da müssen wir später noch zurückkommen. Der MCB, also Mission Control Bezel, die Lünette, das ist ja was. Das gibt's ja noch gar nicht. Ja? Ich habe es ja selber nie verstanden, warum eine Astronautenuhr, was es auch immer sein mag, allgemein der Tachymeter. Ist total sinnlos. Ja. Aber es kommt auch daher, weil, wie gesagt, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber die erste Weltraumuhr, die bekannt wurde, eigentlich eine aus dem Rennsport kommt. Richtig. Und da brauchst du den Tachymeter, das heißt, das ist eine Uhr, brauchen. Das ist eine Uhr, die nicht für den Weltraum konstruiert wurde. Sie wurde für etwas ganz anderes konzipiert. Und sie hat funktioniert, also hat man sie hergenommen, wunderbar, passt, kein Problem. Aber wir haben gesagt, wir müssen eine Uhr machen, die genau dafür zugeschnitten ist. Ja, speziell für den Weltraum. Aber bitte so, dass man sie bei uns unten im Alltag auch brauchen kann, dass es eine nützliche Funktion auch für den Alltag ist. Und was ich persönlich nie verstanden habe, sage ich, ist diese klassische Taucherlünette, also Tachymeter im Weltall, sinnlos ohne Ende. Taucherlünette bei Weltraumuhren, ja, macht Sinn, weil die Kosmonauten unter Wasser trainieren. Und deswegen macht grundsätzlich eine Taucherlünette Sinn. Aber trotzdem ist es nur fürs Training und eigentlich für dich im Alltag, der nicht taucht. Und jetzt, wenn man mal ganz Hand aufs Herz, wie viele Leute tragen eine Taucheruhr, wo sie im Leben noch nie getaucht sind? Für die ist eine Taucherlünette total sinnlos. Weil was wollen sie denn jetzt da stoppen? Wo ist denn die Funktion? Ja, die hat eine Story, aber sie hat keine Funktion für dich im Alltag. Deswegen hat mich damals schon immer gewundert, sage ich, naja, wenn ihr die Zahlen wenigstens mal umdrehen würdet, dann könnte ich mal wenigstens einen Countdown runterlaufen lassen. So. Den Gedanken hatten wir früher schon mal. Und jetzt kam das ÖWF und hat gesagt, naja, worum geht es bei der Mission in erster Linie? Da werden natürlich viele Sachen getestet. Ja, da geht es um Geologie, da geht es um Equipment, da geht es um Teammanagement. Wie manage ich eigentlich eine Crew auf diesem langen Weg zum Mars? Aber es geht auch darum, um die Kommunikation zwischen Erde, Raumschiff, Mars. Und dann haben sie gesagt, schau, was wir testen in Israel ist eigentlich das Zeitloch zwischen Erde und Mars. Und wir gehen jetzt mal im Schnitt davon aus, dass das 10 Minuten sind. Wenn du ein Funksignal losschickst, bis es beim anderen ankommt. Und das wird in dieser Mission
genauso durchgeführt. Das heißt, jedes Mal, wenn die in Israel was sagen, kommt es im Hauptquartier in Innsbruck erst 10 Minuten später an. Mhm. Und dafür haben wir gesagt, okay, jetzt können wir eigentlich hier endlich unsere Counter-Lünette verwirklichen, wo wir sagen, okay, wir drehen die Zahlen einfach um, markieren speziell für die Mission bei 0 und bei 10 Positionen mit einem Leuchtpunkt. Und dann können Sie relativ einfach die Lünette auf den Minutenzeiger drehen und wissen, okay, jetzt sind die 10 Minuten vorbei, jetzt ist das Signal angekommen. Total simpel, ja, aber für dich im Alltag eigentlich brauchbar. Wie viel Mal sagst du, ich bin in 10 Minuten da? Wie oft sagst du, ich bin in 10 Minuten da? Ja. Oder, ich meine, die Oder du kochst in 10 Minuten Ei. Die Counter-Lünette ist ja von 1 bis 60, also du kannst eine ganze Stunde. Überseh mal die 2 Leuchtpunkte, dann kannst du theoretisch jeden Counter runterlaufen lassen, wenn es nicht auf die Sekunde geht, sondern grob. Das ist etwas für dich im Alltag, was du wirklich brauchen kannst. Und das Zweite geht natürlich auch immer ums Thema Stoppen, Zeit. Wie lange braucht ein Experiment? Und deswegen haben wir gesagt, es geht um Ablesbarkeit der Stoppfunktion. Und dann kommt man eben zum Thema Ziffernblatt. Warum sieht es so aus, wie das aussieht? Mhm. Und deswegen haben wir diesen ganz großen Big Counter entwickelt. Traditionell ist der ja relativ, wenn man es vergleicht, klein. Und man braucht schon gute Augen, um ihn abzulesen. Kommt natürlich aus der Natur der Sache, die Uhr ist nicht besonders groß. Ja, und ich finde es ja auch immer spannend, man hat ja schon auf dem Minuten-Counter immer nur 30 Minuten und nicht die 60, schon nur von der Ablesbarkeit her. Absolut. Ja. Und ich meine, jetzt hier hat man zum ersten Mal mit dem Grand Counter eigentlich geschafft, dass man sagt, okay, mach sie eigentlich noch größer, weil das ist wirklich, die Minuten zu stoppen ist ja das, was du am meisten machst. Die Stunden sind ja relativ egal. Die Stunden misst kein Mensch, also ich habe es zumindest noch nie. Und speziell für diese Mission spielt sie keine Rolle. Weil diese Tests, die sie durchführen, werden immer in Minuten abgerechnet. Mhm. So. Und dann müssen sie diesen großen Minutenzähler haben, um ihn abzulesen. Und da bringt ihnen ein Stundenzähler sowieso nichts, sondern haben gesagt, gut, dann lassen wir ihn weg, Punkt. Mhm. Warum soll ich was einbauen, was ich nicht brauche? Macht ja keinen Sinn. Ich glaube, da werden viele dran Spaß haben. Ich hoffe. Weil, hast du schon mal sowas gesehen mit so einem Grand Counter? So einen großen nicht. Und ich meine, wir haben wirklich das absolut Maximum rausgeholt. Gell? Also wir haben noch genau 0,2 mm Luft und dann ist fertig. Mehr ging nicht. Ja. Das Zweite, was mir auffällt, ist, gut, ja, Tag, Datum, wieder das klassische Pfeil unten nach oben, dass man weiß, okay, im Uhrzeigersinn drehe ich das Datum und im Gegenuhrzeigersinn den Tag. Das sind die kleinen, nützliche Funktion. Die kleinen Hilfestellungen für den Alltag, weil man kann sich nicht immer an alles erinnern. Mhm. Und dann diese Struktur auf dem Zifferblatt. Das ist, wie nennen wir es? Das Sandblasted Sand. Ja, es ist so ein bisschen Stardust-Style. Stardust, ja. Grundsätzlich ist es ja, findet die Mission in der Wüste statt. Das heißt, hier hochpolierte oder gebürstete Oberflächen sind sinnlos, weil sie sowieso zerstört werden. Deswegen haben wir entschieden, die Uhr wird sandgestrahlt, was übrigens großartig aussieht bei der Uhr. Und logischerweise, und dann haben wir gesagt, okay, rein vom Design her wollen wir es gerne mal über das Ziffernblatt übertragen, dass das eine einheitliche Optik gibt. Jetzt sind wir beim Thema Design. Ja. Wir wollen ein helles Ziffernblatt, weil es auch leichter ist zum Ablesen, finde ich, als immer die schwarzen. Also ich tue mich mit den schwarzen manchmal ein bisschen schwer. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bleiben im Thema Titan und wir übernehmen dieses ganze Sandgestrahlte mit aufs Ziffernblatt, damit es eine einheitliche, kompakte Optik gibt. Und das ganze Grunddesign, ich meine, wir haben mal aufgesetzte Ziffern gemacht, im Gegensatz zum normalen Official Cosmonaut, wo sie ja nur gedruckt sind, erhöht wieder die Ablesbarkeit. Ich kann dadurch auch mehr Leuchtmasse verwenden. Dadurch leuchten sie stärker im Dunkeln, was mir einfach in der Nacht extrem hilft. Und der Rest ist natürlich, beim Tag-Datum haben wir natürlich wieder einen kleinen Gimmick eingebaut, den ich so nicht verrate. Was wird das wohl sein? Und dann hat man natürlich sich beim Logo orientiert, vom Missionslogo. Es gibt ja immer die einzelnen Logos, jede Mission hat ihren eigenen Patch. Und auch hier wurde wieder ein eigener Patch entwickelt, der
diverse Dinge. Ich meine, das ist jetzt hier relativ klein, man müsste das jetzt mal jetzt in groß einblenden. Aber hier ist die Mission findet in Israel statt. Das heißt, es wurde auch ein Olivenzweig verwendet als Zeichen des Friedens. Es wurde das Blau und Weiß der israelischen Flagge übernommen. Wobei hier Blau nicht nur für die israelische Flagge steht, sondern es steht auch für die Erde. Das Gold steht für Sonne und für Sand, weil es in der Wüste stattfindet und weil natürlich der Mars eigentlich ja auch ein Wüstenplanet ist. Und deswegen auch die Spiegelung und der Winkel in dem Logo ist genau die Marsachse, also so wie der Mars eigentlich zur Sonne steht von der Achse. Und da hat man jetzt diese Erde, Mars, einfach gespiegelt mit dem Olivenzweig und den einzelnen Farben. Und die haben wir natürlich mit übernommen ins Ziffernblatt. Deswegen hat der Sekundenzeiger, der Stoppminutenzeiger, diese blaue Farbe, die ist für mich sehr, sehr speziell ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein spezielles Blau, nicht so Standard. Ich finde es im Nachhinein schon extrem cool. Das ist ein sehr edles Blau. Es ist ein sehr edles Blau und es gibt der Uhr eine sehr, sehr große Eigenständigkeit. Also ich glaube nicht, dass... Und der Kontrast ist auch viel anders als bei diesem hellen Blau oder diesem Königsblau. Das ist schon, es passt sehr gut zusammen, obwohl es eigentlich 4 verschiedene Farben sind auf einmal. Es sind eigentlich 4 verschiedene Farben. Ich habe am Anfang mal gesagt, mehr als 2 Farben darfst du eigentlich nicht verwenden, ansonsten ist es bunt. Aber ich finde, dass das hier sehr, sehr gut harmonisiert, weil natürlich das Titan eine sehr neutrale Farbe hat. Ja. Das würde ich jetzt so als Farbe gar nicht bezeichnen. Ja, so ein Hintergrund. Ja, aber das Titan selber hat ja auch immer so einen, im Gegensatz zu Stahl, so einen leichten Gold-Touch-Schimmer mit drin. Passt natürlich dann hervorragend zum Logo. Und das Zifferblatt war ja an sich auch eine Challenge wegen den Ja, weil wegen wir haben der natürlich Umlaufbahn. gesagt, okay, wenn die schon die Marsachse im Logo haben, dann müssen wir die Marsachse auch aufs Ziffernblatt bringen. Und dann haben wir das Ziffernblatt zweigeteilt. Das eine ist einfach glatt, Titanfarben, und beim anderen siehst du, es ist an den Orbitringen orientiert, aber der Winkel zwischen diesen 2 Flächen ist exakt die Marsachse. Das ist fantastisch. Das ist super. Und das macht es natürlich sehr, sehr, sehr speziell. Und das sind diese kleinen Feinheiten, die du erst siehst, wenn du mal ganz genau hinguckst. Was ich auch ganz speziell finde, ist ja immer diese Ultragravur, die ja auch in-house gemacht wird von der Fortis. Und dass man auf dem Backcase halt nochmal irgendwas zum Staunen hat. Ja. Ich mag ja dieses Puristische, was man damals sehr oft gemacht hat, was ja andere Marken immer noch machen. Finde ich ja cool. Ja, das finde ich ja gut, weil das Backcase muss man nicht so verzieren, wenn man eine Toolwatch hat, meiner Meinung nach. Ist unnötig. Also es ist immer toll, wenn man da richtig groß was reinstanzt. Ist aber eigentlich unnötig. Und wir reden von Design und Funktion und das wirklich, wo ist denn die Sinnhaftigkeit des Ganzen? Und ich bin ja Fan von reduzierten Sachen. Genau, es ist immer noch sehr subtil gehalten. Richtig, und deswegen haben wir grundsätzlich mal einen glatten Boden, wo immer irgendwas reingelasert ist. Eine Story zur Uhr, und wir haben natürlich jetzt hier die Erde, ja, mit einem Mondumlaufbahn und natürlich dem Mars mit seinen 2 Monden. Und natürlich dann als, das ist der Reiseplan. Ja, worum geht es bei der Uhr? Und es ist der nächste große Schritt der Menschheit. Das wird das sein und darauf müssen wir hinarbeiten. Und deswegen steht hier The Next Giant Leap. Also es ist keine Monduhr. Es ist keine Monduhr, sicher nicht. Weil der Mond nur eine Tankstelle ist. Richtig, der Mond ist nur eine Tankstelle auf dem Weg zum Mars. Ja, und ich meine, wir haben ja auf dem Tisch haben wir sehr viel Space-Geschichte. Ja. Also wir haben die Amadee 18, dann 2 Jahre später kommt die Amadee 20. Aber ganz viel Historie steckt ja eigentlich hier drin. Ja, das ist. Wann kriege ich jetzt eine? Du kriegst gar keine. Okay. Vielleicht mal, wenn du in Pension bist mit mir. Kriegst du eine zum Abschied hinterhergeworfen. Nein. Als ich die Firma gekauft habe, wusste ich nicht, dass die existieren. Ich habe die zufällig beim Aufräumen... Hat sich nur dafür schon gelohnt? Ja, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Wir haben dann angefangen aufzuräumen und dann habe ich in einem alten Tresor, der glaube ich auch von 1920 ist, ich habe keine Ahnung, also so sieht er zumindest aus, habe ich diese Uhren gefunden mit den Originalzertifikaten vom Roskosmos. Das heißt, das sind die Original-Kosmonauten aus den 90ern, bevor es den Kosmonauten überhaupt gab. Das heißt, das sind die Original-Testuhren. Und diese Uhren waren alle oben im Weltall. Das heißt, damals hat man sich noch nicht entscheiden können, wie die Uhr am besten oder welche Modell eigentlich oder welches Design am besten funktioniert. Das heißt, welches Uhrwerk
welche Funktionen brauchen sie, welche Farben sollen die Zeiger, Ziffernblätter etc. haben. Und man hat dann einfach viele verschiedene Modelle gebaut. Das sind noch die Original-Testnummern hier drauf. Die sind alle mit hochgeschossen worden auf der Raumstation Mir. Die wurden auf der Raumstation Mir getestet, probiert, getragen von den Kosmonauten. Und dann sind sie runtergekommen und gesagt, die hätten wir gern, die war am besten. Und das sind die Originalen. Zu jeder Uhr gibt es ein Testzertifikat mit allen Daten dazu. Die habe ich jetzt leider nicht, die liegen noch alle im Tresor. Noch schön vom General persönlich unterschrieben, großartig. Und das ist natürlich dann ein Schmuckstück. Ich finde es ja auch, wenn man so einen Manufakturbesuch macht, ja, für richtige Fortis-Fans, wenn man sowas zeigt, da rasten die ja aus. Ja, logisch. Die holst du aber dann immer aus dem Tresor raus. Die lässt die nicht immer rumliegen. Und teilweise finde ich erstaunlich, funktionieren sie ja noch. Gell? Die haben jetzt da irgendwie... Die funktionieren eigentlich alle noch. Also ich habe vorher 3 Stück mal... Die funktionieren nicht? Nee. Ja, ich muss halt schon eine haben, die funktioniert. Gell? Die sind ja so die letzten 10, 15 Jahre wahrscheinlich da im Tresor verschlummert. Ja, gut. Eine mechanische Uhr funktioniert eigentlich immer, ja. Zumindest kann man sie reparieren. Aber ich finde es toll, wie sie damals getestet haben, weißt du, weil so viel Unterschied ist ja gar nicht. Ja? Man hat sich natürlich jetzt mit einem Tachymeter orientiert an einer Uhr, die es damals schon gab. Das Bewährte. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir auch so, bis man festgestellt hat, okay, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen war die zweite Version mit einer Taucherlünette. Aber es sind nur ganz viele kleine Unterschiede. Es sind, glaube ich, 2, 3 verschiedene Uhrwerke, aber die, wo die gleichen Uhrwerke drin sind, hat man einfach gesagt, okay, jetzt machen wir den Sekundenzeiger orange, wir machen ihn weiß. Wir machen dann den Minutenzeiger noch in orange und in weiß und so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die man einfach mal alle gebaut hat und dann sagt, so, und jetzt geh hoch und sag, was kannst du oben am besten ablesen? Letztendlich geht es ja immer, wenn wir ehrlich sind, um Ablesbarkeit. Ja, was soll der da stundenlang rumgucken auf diese kleinen Zeiger? Wobei die Uhren ja eher klein sind zum Ablesen. Ich finde sie ziemlich klein, aber das war 90er, da war natürlich 38, 39 Millimeter normal. Das war eigentlich die Standardgröße für eine Uhr damals. Aber ich war schon erstaunt, weil Russen haben ja eigentlich schon auch ein eher größeres Handgelenk. Man braucht eine gute Ablesbarkeit. Aber ich glaube, das ist damals einfach, ich meine, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich glaube, dass es einfach damals Standard bei einer Uhr war. Ja. Ich meine, wenn ich meine alten Uhren rausziehe, die waren alle relativ klein. Ja, so die 44er, 45er kamen ja alle Anfang 2000. Ja, die kamen viel, viel später. Ja. Ich meine, so nach der Dotcom-Blase. Unsere ist ja auch, wenn du jetzt das Gehäuse hat 42 mm, aber die Lünette selber hat ja 44. Ja. Das heißt, die Größe kam ja dann auch 2001 mit der Weiterentwicklung des Kosmonauten, wo man gesagt hat, okay, die ist einfach zu klein. Und das ist, glaube ich, ein genereller Wandel in den Uhren. Jetzt geht der Trend wieder ein bisschen zurück, aber es wird immer auf und ab gehen. Ja, klar. Das ist so, wie halt gerade modisch der Trend ist. Ja. Aber damals, glaube ich, ist das nur entstanden, weil es eben so war. Das hat ja interessanterweise, sind ja 39,5 mm. Wie man da drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Das würde mich echt noch interessieren. Ich glaube nicht, dass man darauf ausgegangen ist, okay, wir definieren jetzt eine Größe und machen die Uhr, sondern wir machen jetzt erstmal die Uhr und dann hat man sie gemessen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, weil die Größe war, glaube ich, gar nicht so entscheidend früher. Heute kannst du überall nachlesen auf der Website, die Größe. Früher war das, glaube ich, nicht so wichtig, weil der Standard war. Ja, aber in Wahrheit ist es eigentlich die richtige Denkweise, weil die Millimeter wirklich nicht wichtig sind. Also heute gibst du das an, weil es die Leute interessiert, weil du heute natürlich viel online kaufst, du dich vorab informierst und dann willst du wissen, wie groß ist denn die Uhr. Ich meine, das hast du früher beim Juwelier nicht gefragt. Der hat dir eine Uhr gezeigt, dann hast du sie auf dem Arm und du hast gesagt, okay, gefällt mir oder nicht. Der Durchmesser hat dich nicht interessiert. Wozu? Ist zu groß oder zu klein? Ja, es ist eine sinnlose Information, weil eine Uhr mit 41 mm kann teilweise größer aussehen als eine mit 44. Das hat alles was mit der Gehäusekonstruktion oder mit dem Design als solches zu tun. Aber es ist ja auch schön, wenn die Watch-Nerds dann über solche Dinge reden, ist ja was Außenstehende nicht verstehen. Ja, ist absolut okay, dürfen Sie gerne, ist kein Problem, ich gebe Ihnen auch keine Zahlen. Aber ich finde es ja, als ich bei der Fortis angefangen habe, habe ich gesagt, ich muss mir irgendwann eine Uhr mit Lemania kaufen. Das ist 5100. Ich habe eine. Du hast eine. Mein erster Kosmonaut hat Lemania. Und das war ja, das war ja eigentlich, gut, das hier ist keins, der 24-Stunden-Zeiger. Auf 12 Uhr, oder? Das ist großartig. Das ist das, was mich immer... Aber das ist natürlich auch was in den nächsten Jahren folgen wird. Das ist so ein Thema, jetzt sag mir mal, Bütchen, ist jetzt Vormittag oder Nachmittag? Ja. Ja klar, wenn ich zur Westfenster rausschaue, weiß ich das. Aber wenn ich die Uhr gerade stellen muss, dann weiß ich es nicht.
Und das ist natürlich eine großartige Funktion. Und vor allem, wenn du im Weltraum bist. Ja, logisch. Solltest du es wissen. AM, PM, die ganze Zeug. Ne? Das ist auch noch so ein Original-Testband, gell? Hier. Hat gut gehalten. Keine Ahnung, was das sein soll, aber so ein Gummizug aus dem Hosenträger, ich weiß es nicht. Warum denkst du eigentlich, dass der Mars so wichtig ist? Ich meine, die Frage hat man sich damals ja im Kalten Krieg auch gestellt. Warum müssen wir Steuergelder, oder warum haben sich die Amerikaner gefragt, müssen wir Steuergelder ausgeben, damit wir auf den Mond fliegen? Was haben wir davon? Ja, das ist aber Thema wieder Wettbewerb, gell? Das ist das, was den Menschen antreibt, ist der Wettbewerb. Und ich meine, für den Mond hat sich kein Mensch interessiert, keiner war bereit, Geld auszugeben. So, und dann waren die Russen als Erster im All mit dem Sputnik. Dann ging's los. Und dann kam der Gagarin. Und dann kam natürlich das große, so, verdammt, was machen wir jetzt? Wir waren nicht die Ersten. Ja? Und dann kam der Wettbewerbsgedanke. Und er sagt, okay, wir müssen irgendwo der Erste sein. Und dann kam es, okay, dann fliegen wir als Erstes auf den Mond. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wirklich eine Sinnhaftigkeit dahinter gab. Aber eigentlich grundsätzlich die Frage, geht's? Ist es möglich? Und zweitens, wir wollen die Ersten sein. So, über die Sinnhaftigkeit vom Mars kann man jetzt natürlich darüber diskutieren. Ich denke, der Mensch sollte sich grundsätzlich immer weiterentwickeln und man sollte immer versuchen zu überlegen, was ist theoretisch noch möglich. Also stehen bleiben ist eine falsche Einstellung. Ich habe jetzt persönlich keine Meinung dazu, ob die Reise zum Mars sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es aber extrem reizvoll und ich finde es extrem interessant, es rauszufinden. Wenn du diesen Gedanken nicht hast, auszuprobieren oder wie geht es weiter, dann wären sie jetzt vor kurzem nicht innerhalb von 4 Stunden auf die ISS geflogen, was ja wieder ein neuer Rekord war. Früher warst du 2 Tage unterwegs, jetzt fliegen sie in 4 Stunden da hoch. Wenn du diesen Grundgedanken der Weiterentwicklung nicht hast, dann bleibst du stehen. Und vielleicht entwickeln sich daraus Möglichkeiten, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast. Nicht immer alles muss sofort einen Sinn haben, aber probier's mal aus. Wenn es niemandem schadet, dann kann ich es ausprobieren. Und vielleicht entdecken wir Dinge, die uns dann auf der Erde weiterhelfen. Wir wissen es ja noch nicht. Ich meine, die Frage ist ja auch, ob ein Planet ausreicht. Mit diesen ganzen Needs, die wir haben in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Kultur, vom Materialistischen. Und ich meine, wenn alle so leben würden wie die Schweizer, bräuchten wir, glaube ich, 2,1 Planeten. Auf der längeren Frist, ja. Je nachdem. Es bessert sich natürlich auch von Generation zu Generation. Aber brauchen wir irgendwann den Mars vielleicht? Ich weiß nicht, ob wir den Mars brauchen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Thema Weltraumforschung extrem viele Dinge vorangebracht hat, die wir heute auf der Erde brauchen. Und sei es nur die Teflon-Bratpfanne, ja? Sei es nur der Akkuschrauber. Das sind alles Dinge, die eigentlich durch die Weltraumfahrt entwickelt wurden, weil man sich eigentlich mal Gedanken machen musste. Was haben wir jetzt da für eine Beschichtung? Das kann ich ja für das und das auch noch brauchen. Letztendlich sind alle großen Erfindungen ja auch irgendwas entstanden, weil ich was gesucht habe, weil ich was ausprobiert habe. Und zufälligerweise habe ich gemerkt, dafür kann ich es nicht brauchen, aber dafür. Und deswegen ist es grundsätzlich schon richtig, sich den Gedanken zu machen, kann ich zum Mars? Oder kann ich das nicht? Oder was brauche ich alles? Letztendlich muss ich mir überlegen, auf der Reise zum Mars, die wird wahrscheinlich 1-2 Jahre dauern, muss ich 10 Leute in einen Raum sperren. Da macht es ja schon mal Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was übrigens auch in Israel ein klares Thema ist. Was ist Crewmanagement? Wie organisiere ich eine Gruppe von Leuten auf engstem Raum über einen so langen Zeitraum, ohne dass sie einen Lagerkoller kriegen? Ich finde schon, dass das ein Thema ist, das uns in der Gesellschaft auch interessieren sollte. Ja? Weil wir leben immer enger und es werden immer mehr Menschen und wir leben auf immer engeren Raum und da macht es sich schon Sinn, sich Gedanken zu machen, wie funktioniert das Zusammenleben der Zukunft. Und wenn so eine Mars-Mission bei so etwas helfen kann, ja, warum denn nicht? Macht ja Sinn. Ja, und auch in Sachen Leadership. Absolut. Ich glaube, du brauchst, wenn du so eine Crew hast von 10 Leuten, dann hast du nur einen drin, der ein bisschen egozentrischer ist als der andere und dann fängt es an. Ja. Jeder hat seinen Charakter und ich glaube nicht, dass diese Mars-Missionen, klar wird man versuchen, den richtigen Charakter zu finden, aber die Charaktere zeigen sich ja auch erst später und dann musst du auch lernen, du musst dich bei der Vorbereitung schauen, wie gehe ich dann damit um, wenn einer sich als
Idiot entpuppt. Kann ja passieren. Dann ist es zu spät. So, Nach 3 Monaten. Musst du aber einen Plan haben, wie ich damit umgehe. Ja. Ja? Und letztendlich ist es auch hier in einer Firma so oder in jeder Gemeinschaft. Du musst lernen, damit umzugehen. Und das schadet unserer Gesellschaft überhaupt nicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wird viel zu wenig gemacht. Nehmen wir mal an, du bist Astronaut und du bist einer dieser 10 auf der Crew. Du hast 3 Dinge, die du mitnehmen kannst. Was würdest du mitnehmen? Ja, die Uhr habe ich schon, die kriege ich automatisch gestellt. Die hast du am Handgelenk. Das ist gut, die safe. Habe ich noch nie Gedanken gemacht. Weiß ich nicht. Dein iPhone wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Habe ich ein Netz da oben, bringt nichts. Ja, da gibt es sicher irgendwie so einen Wireless Extender. Also mit Sicherheit hast du irgendwie ein iPad oder sonst irgendwas dabei, wo du sagst, lad mir mal die neuesten Bücher hoch, dass du was zum Lesen hast auf der langen Reise. Oder ein Informationsgerät. Ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Was Bequemes zum Anziehen. 3 Fortis-Uhren. Wahrscheinlich. Das Uhrmacher-Set. Ne? Aber würdest du das machen? Ich würde es nie machen. Ne? Du würdest nicht auf den Mars fliegen? Ich bin viel zur Heimat verbunden. Also ich bin gerne unterwegs, aber ich komme auch gerne wieder heim. Ja, das ist das Problem, gell? Ja. Weil das gibt es kein Retourticket. Also wenn du mir sagst, ich bin in, keine Ahnung, 6 Monaten wieder daheim, würde ich es machen. Das kannst du vergessen. Aber wenn das wird in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich nicht passieren. Würde ich das nicht tun, nee. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn die heute in 3 Stunden, 4 Stunden auf die ISS fliegen, wer sagt es noch, weißt du es ja nicht. Das ist ein genau der Punkt. Es sind jetzt alles theoretische Berechnungen. Und das sind Erfahrungswerte aufgrund von Sonden, die man da mal hochgeschickt hat. Aber das ist ja noch keine bemannte Raumfahrt. Wenn es aber funktioniert, dass man sagt, du baust auf dem Mond die eigentliche Abschussbasis. Das heißt, wir müssen nur zum Mond kommen, dort steigen wir um und dann geht es auf den Mars. Vielleicht geht es dann viel schneller. Du weißt es nicht, also ausprobieren. So, wenn du es nicht ausprobierst, weißt du es nicht. Auf dem Mond gibt es bestimmt auch dann Duty Free. Ja, das wird lustig. Dann gibt es den Einkauf Tourismus. Ist der Mond zollfrei? Ne? Interessante Frage. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, ich glaube, das nächste Ding, was spannender wird, ist noch Space Traveling. Also, dass du wirklich sagst, von was wir eigentlich schon mal hatten, 30 Jahre lang mit der Concorde, dieses Supersonic. Kommt ja auch eine tolle Uhr, gell, im Herbst. Ja, dürfen wir noch nicht sagen. Dürfen wir nicht sagen. Was eigentlich das zweite Standbein wird dann von Space, was ja eigentlich in der mittleren Frist eher realisierbar wird. Ja, dass du wieder von London nach New York in 3 Stunden. Also. Ich meine, müssen wir ganz ehrlich sagen, Weltraumfahrt kostet wahnsinnig viel Geld. Und es wird weiterhin, wenn man kein Mittel findet, wie man mit weniger Energie aus der Atmosphäre austritt, wird es auch weiterhin sehr, sehr viel Geld kosten. Egal, ob du wiederverwendbare Raketen entwickelst oder auch nicht. Die Energie, die du brauchst, ist die Energie und die muss irgendwo herkommen. Und die kostet Geld, die gibt es nicht umsonst. Also wird es für den Normalo wie du und mich viel interessanter das Thema Weltraumtourismus und natürlich mit der Virgin Galactic. Die haben natürlich ein tolles Konzept. Kostet am Anfang auch noch Stange Geld, wird sich aber über die Zeit mit Sicherheit wird das weniger werden. Und das wird mit Sicherheit ein Thema der Zukunft werden. Klar, jetzt am Anfang machen es die Leute aus Spaß, kann man über die Sinnhaftigkeit diskutieren. Aber ich glaube, dass die Zukunft des Fliegens dort eine Rolle spielen wird im Weltall, weil ich doch mit der Technologie vielleicht doch viel, viel schneller von A nach B komme. Und Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Jeder ist froh, wenn er statt 8 Stunden nur noch 4 Stunden fliegen kann oder muss. Ja? Und früher mit der Concorde war es dann 4 Stunden in New York. Das ist der Wahnsinn. Ja, so, wenn ich das heute wieder schaffen würde. Bist du mal geflogen mit der Concorde? Nee. Wärst du da rein? Freilich wäre ich da rein. Aber du hast ja leicht Flugangst, oder? Ich habe ich habe eigentlich keine Flugangst, das stimmt nicht. Ich habe Höhenangst. Also ich komme mit der Höhe nicht so klar. Solange das Flugzeug nicht wackelt, habe ich kein Problem. Das ist Flugangst. Also wenn das Flugzeug wackelt und du hast Angst, dann hast du Flugangst. Nee, ich komme schon klar. Nein, Concorde, logisch wäre ich eingestiegen. Ja. Ich mag die Kleinen nicht, aber die Großen steige ich alle ein. Ich bin grundsätzlich auch gerne im Flugzeug unterwegs. Aber trotzdem sind wir froh, wenn alles das Reisen schneller geht. Absolut. Weil Zeit spielt eine Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass kurz oder lang dieses Thema Überschallflug oder eben oben über die Stratosphäre abkürzen oder weil ich dort schneller fliegen kann oder diese Idee weiter verfolgt wird und dort im normalen Fluggeschäft eigentlich sich etabliert. Aber es ist auch noch eine Zeit lang hin.
Aber ich glaube, dass das jetzt mal der Start ist mit Virgin Galactic. Okay, lasst uns das ausprobieren. Und dann bin ich mir sicher, dass man es auch für die Gesellschaft nutzen kann. Mhm. Also die Fortis für den ersten Space Traveler und die Fortis für die erste Uhr auf dem Mars. Ja, logisch. Nein, das ist alles, was Weltraum zu tun ist, ist unser Steckenpferd. Da sind wir dabei.